hinten heraus kackt der Fuchs. Gracias. So, das ging wieder schnell. Hier den Kit abgeholt. Mal schauen, was in dem tollen Begrüßungspaket so drin ist. Seid ihr gespannt, wie auch ich? Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Videoblog hier in meinem Kanal. Ich bin André und das ist André läuft. In meinem Kanal geht es wie gewohnt um Läufe in und um Buenos Aires bzw. in der ganzen Welt, wo ich mich so rumtreibe. Ich lebe seit 14 Jahren in Buenos Aires und das ist meine kleine Geschichte. Dieses Mal geht es um den 30 Kilometer Run, New Balance Run im Parque Olímpico. Waren coole, nette 30 Kilometer, doch dazu erstmal später mehr. Jetzt geht es erstmal zur Long Run Runde in Porto Madero. Porto Madero ist ein Stadtteil an der Seite Buenos Aires, ein sehr, sehr neuer Stadtteil, der, ich weiß nicht, seit vielleicht 20 Jahren existiert und jedes Jahr neue Hochhäuser aus dem Boden gestampft werden. Sehr coole Gegend, frisch und neu. Doch schaut erstmal selbst und genießt mit mir die Bilder. It's Long Run Friday time. Es ist Freitag. Bei mir auf der Uhr steht Long Run. Das heißt heute, Halbmarathon muss im Kasten sein. Viel darüber hinaus wird heute nicht gehen, denn bei mir ist ein bisschen die Zeit knapp. Ich habe echt viel zu tun heute auf Arbeit und habe jetzt schnell die bisschen mehr als 2 Stunden reingedrückt, um meinen Long Run zu machen. Und dennoch genieße ich das. Das Wetter ist tutti, sehr schön. Nicht zu kalt, nicht zu warm. Schöne Sonne. Also was will man mehr? Ja, auch mitten im Long Run ging es dann aus dem Stadtteil Porto Madero in die Reserve, ins Naturschutzgebiet am Rande der Stadt, wo ich sehr, sehr oft laufen gehe, wo es echt Spaß macht und jedes Mal so ein bisschen von der großen Stadt in die Natur. Doch seht erst mal selbst, wie es weiterging. Ja, 15 Kilometer sind im Sack. Läuft gut, 14 Grad, optimale Lauftemperatur hier beim Long Run Friday. Heute gelaufen in Nikes, waren bis vor kurzem noch Laufwettbewerbsschuhe, jetzt nur noch Trainingsschuhe, weil haben schon knapp über 500 Kilometer drunter oder schon vollbracht. Super Leistung gehabt. Würde ich mir gleich glatt nochmal zulegen. Ähnliche waren wie gesagt ein Weihnachtsgeschenk irgendwann mal. Also letztes Weihnachten. Und super. Läuft gut. So, das war's heute mit dem Long Run. 24,2 Kilometer waren es tatsächlich dann doch geworden. Jetzt heißt es erstmal schön schnell eine heiße Dusche und dann arbeiten, Rabottern. Das ist der Tag, der mir heute noch zuvorsteht. Ja, und dann ging es direkt nach dem Long Run ins Restaurant, wo ich mich schnell geduscht habe und dann wieder in die Arbeit gestürzt habe. Ich habe ein kleines, schönes, gemütliches, wunderschönes Restaurant in Buenos Aires im Stadtteil Retiro, im Stadtzentrum. Und biete hier neben deutschen kulinarischen Köstlichkeiten, die unter anderem 22 verschiedene Bratwurstarten aus eigener Produktion sind, auch Apfelstrudel und verschiedene Bierarten etc. an. Doch seht es selbst hier in den Bildern, was wir so bieten
einen kleinen Einblick in das gastronomische Leben in Buenos Aires. Und wenn ihr mal in Buenos Aires seid, kommt vorbei. Ich lade euch sehr gern auf ein Bierchen ein. Ja, so sieht es bei mir im Restaurant aus und danach ging es nach Hause, kurze Nacht, ich glaube so 3-4 Stunden Schlaf, waren drin, mehr aber auch nicht. Und dann ging es auch schon weiter zum super tollen Event, 30 Kilometer New Balance Run. Hallo und guten Morgen aus Buenos Aires, hier vom Parque Olímpico. Am Stadtrand der großen Stadt startet heute 30 Kilometer New Balance Run. Ich bin spät dran, weil kein einziger Uber wollte dorthin fahren. Ist eine ziemlich nicht leichte Gegend hier. Das heißt, viele ärmere Wohngegenden hier drumherum. Deswegen gucken sich die Ubers meistens an und sagen, nee, da fahre ich nicht hin. Und habe dann kurz vorher noch schnell jetzt ein Taxi bekommen. Zum Glück, sehr nett. Und jetzt bin ich hier. Argentina de masajistas, los esperamos a la izquierda del escenario. Und los geht's. 42 Kilometer wollte ich schon wieder sagen. Das war erst letzte Woche. Heute heißt es 30 Kilometer New Balance. War ganz knapp noch an der Startlinie. 2 Minuten vorher hat es noch ganz knapp funktioniert. Und jetzt muss ich erstmal das Feld so ein bisschen von hinten wieder aufräumen. Aber ist okay. Mach einen ganz lockeren und alles wird gut. So einige tausend Mitläufer hier am Start. Coole Sache. Keine Ahnung, wie viel es sind. Ich denke mal so 4000. Hallo! Und so 5 Kilometer durch. Das erste Wässerchen. Tut das gut. Heute gleichzeitig am Start sind 30 und 10 Kilometer. Die 10 Kilometer haben sich jetzt ein paar knapp 8 Kilometer verabschiedet, haben hier die Kurve genommen und für die 30 Kilometer geht es weiter geradeaus. So 45 Minuten sind um, heißt das erste Gel. Alle 45 Minuten nehme ich ein Gel zu mir und jede Stunde eine Salztablette. Hier 10 Kilometer, das zweite Wässerchen. Prost! Als ich letztes Jahr diese Strecke lief, waren die Wetterverhältnisse ganz anders. 10 Grad weniger als heute. Da bin ich mit Schal und Handschuhen noch gelaufen. Weil mir echt abgefroren habe, war so um die 0 Grad am Start und ging dann hoch auf 4 Grad während des Laufes. Aber war schon gut kühl. Und heute, wie gesagt, ganz anders. Wir haben es jetzt schon bereits 14 Grad. Sehr angenehme Lauftemperaturen und das macht auf jeden Fall eine ganze Menge her. So 15 Kilometer durch, drittes Wässerchen.
So, da es heute ein New Balance Run ist, laufe ich auch in New Balance Schuhe. Die Fresh Foam 1080 sind noch immer am Start. Nach diesem Rennen sind es dann 130 Kilometer, die ich mit diesen Schuhen gelaufen bin. Also die haben noch einiges vor sich, bis die 500 bis 700 Kilometer geknackt sind. 90 Minuten, zweite Gel. Schmeckt scheußlich, aber gibt Power. Kilometer 20, das vierte Wasser. Prost! So, 21,1 Kilometer. Der nächste Halbmarathon dieses Jahr ist im Sack. Jetzt folgen noch 9 Kilometer auf dieser Strecke. Und ja, dann ist der Drops auch heute wieder gelutscht. Ja. 25 Kilometer. Gummitierchen. Und Wasser. Kilometer 27. Die letzten 3 Kilometer sind angebrochen. Ja, läuft sehr gut. Was soll ich sagen? Ein typisch deutscher Spruch, den ihr alle kennt. Hinten raus packt der Fuchs. Das heißt, jetzt geben wir noch mal ein bisschen Gas und werden den Rekord vom letzten Jahr einfach mal ein bisschen knacken. Letzter Kilometer ist angebrochen, also ist der Drops schon wieder fast gelutscht. Ich habe fertig, sehr geile Zeit, sehr cooler Zieleinlauf und jetzt geht's zur Medaillenausgabe. Ja! Da ist sie, 30 Kilometer New Balance Run hier im Park Olympico in Buenos Aires. Was für eine krasse Woche das eigentlich war, für euch in 3 Wochen aufgegliedert. Waren es 3 Läufe in einer Woche. Ich war Sonntag in Cordoba, bin dort den 42 Kilometer Marathon gelaufen. Danach, Mittwoch, war ich in Buenos Aires, 9 Kilometer, der Run zum Unabhängigkeitstag. Und heute wieder Sonntag, 30 Kilometer New Balance. Dazwischen ein Trainingslauf, 21 Kilometer oder 22 Kilometer im Park Ökologico in der Reserva in Buenos Aires. Zudem 3-mal im Fitnessstudio auf Laufband, jeweils 12 Kilometer. Also eine richtig krasse Laufwoche war das. Zudem, ja, wie ihr gesehen habt im Video, auch noch volles Programm im Restaurant. Viel gearbeitet. Aber gut, das gehört nun mal dazu und macht auch Spaß. Und an dieser Stelle wünsche ich euch in Deutschland oder da, wo immer ihr auch seid, alles Gute und ja, und das war's dann wieder mit dem 30 Kilometer Lauf New Balance dieses Jahr aus Buenos Aires. Hat echt viel Spaß gemacht, war super, lief super. Was soll ich noch dazu sagen? Also passte wie Faust aufs Auge. Hier seht ihr wieder, kommt die Medaille an die Wand. Da, wo sie jedes Wochenende hinkommt, mit Trikot und Laufnummer in meine Sammlung. Und ja, von meinerseits heißt es jetzt heute hier tschüss und bis bald. Bis nächste Woche, wenn ihr wollt, wenn es wieder heißt André läuft. Nächste Woche geht es nach Sao Paulo. Dort werde ich entweder einen Halbmarathon oder Marathon laufen. Das steht noch nicht ganz genau fest. Habe mich für den Halbmarathon angemeldet. Wollte ummelden zum Marathon, da ich momentan wirklich gut fit bin. Und habe auch noch keine Antwort bekommen. Drängt ganz schön. Mal gucken, ob sich das dann erst vor Ort genau entscheidet. Ja, ich lasse mich überraschen. Also,
Dann bis zum nächsten Video, nächsten Sonntag, wenn es wieder heißt, André läuft und liebe Grüße an die Welt.